Moin, willkommen auf meinem Kanal. Nach den letzten Alben kommen wir heute nur zu einem richtigen Rock-Album. Wir sprechen über ein echtes Monument der Musikgeschichte. Aber bevor wir loslegen, habe ich ein paar Fragen an euch. Wusstest du, welches Hardrock-Album das zweitmeistverkaufte Album der gesamten Musikgeschichte ist? Direkt nach Michael Jacksons Thriller? Wusstest du, dass die Band kurz vor den Aufnahmen eigentlich schon aufgeben wollte? Oder was ein Werbejingle für einen Staubsauger mit dem Einstieg eines der legendärsten Sänger aller Zeiten zu tun hat, warum die Bandmitglieder während der Studioaufnahmen mit Harpunen bewaffnet schlafen mussten. Behaltet die Fragen im Hinterkopf, ich werde sie im Laufe des Videos beantworten, bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Heute tauchen wir ein in die unfassbare Entstehungsgeschichte von AC/DCs Meisterwerk Back in Black. Wir schauen uns die unglaublichen Fakten hinter den Kulissen an und ich stelle euch 4 der ikonischen Songs der Platte im Detail vor. Wir schreiben das Frühjahr 1980. AC/DC stehen kurz vor dem ganz großen internationalen Durchbruch, doch dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu. Am 19. Februar 1980 stirbt der charismatische Frontmann Bon Scott im Alter von nur 33 Jahren an einer akuten Alkoholvergiftung nach einer wilden Partynacht. Die Band steht unter Schock. Die Brüder Angus und Malcolm Young denken ans Aufhören. Doch bei Bon Scotts Beerdigung gibt dessen Vater Malcolm den Segen weiterzumachen. Bon hätte es so gewollt. Die Suche nach einem neuen Sänger beginnt. Und hier kommt der Staubsauger ins Spiel. Die Wahl fällt auf den 32-jährigen Brian Johnson, der als Automechaniker arbeitet und früher bei der Band Geordie sang. Brian wollte eigentlich gar nicht zum Vorsingen nach London fahren. An jenem Tag hatte er noch einen anderen ziemlich unrockigen Job. Er nahm für etwa $445 den Werbejingle für einen Staubsauger auf. Er kam deshalb 2 Stunden zu spät zum Vorsingen bei AC/DC. Die Jungs dachten eigentlich schon, der hat überhaupt kein Interesse. Aber als er ankam, drückte Malcolm ihm ein Bier in die Hand und sie jammten Nutbush City Limits von Tina Turner und Whole Lotta Rosie. Wenige Tage später, am 1. April 1980, war Brian Johnson offiziell der neue Sänger von AC/DC. Die Plattenfirma machte Druck und das Studio in London war nicht verfügbar. Also flogen die Jungs aus steuerlichen Gründen und mangels Alternativen in die Karibik. In die Compass Point Studios auf den Bahamas. Könnte ein schlechter treffen, ne? Statt eines karibischen Traums erlebten sie einen Albtraum. Schwere Tropenstürme zogen auf und legten tagelang den Strom lahm. Manchmal krabbelten sogar Krabben über den Studioboden. Und jetzt zu der Frage mit den Harpunen. Die Musiker wohnten in kleinen, kargen Bunkern. Eine alte Dame, die das Studio führte, drückte ihnen Fischerspeere, also Harpunen, in die Hand, denn sie sollten sie neben die Tür stellen und nachts immer abschließen, da in der Gegend haitianische Verbrecher unterwegs waren, die reiche Ausländer ausraubten. Trotz dieser absurden Umstände und ständiger Stromausfälle wurde das Album zusammen mit dem Starproduzenten Robert John Mutt Lange in nur 7 Wochen eingespielt. Kommen wir zum Cover. Das Album heißt Back in Black und die Band wollte ein komplett schwarzes Cover als Zeichen der Trauer für Bon Scott. Die Plattenfirma Atlantic Records war absolut dagegen und fürchtete einen Flop. Die Band blieb stur, willigte aber schließlich in einen Kompromiss ein. Eine dünne graue Linie um das AC/DC-Logo. Das Resultat? Über 50 Millionen verkaufte Exemplare, 27-fach Platin allein in den USA. Übrigens, es hält sich bis heute hartnäckig das Gerücht, Bon Scott hätte heimlich die Texte für das Album geschrieben. Brian Johnson hatte das in seiner Biografie endgültig klargestellt. Jeder einzelne Text stammt aus seiner eigenen Feder. So, lasst uns nun einen genaueren Blick auf die Musik werfen. Ich präsentiere euch 4 Songs, die dieses Album unsterblich gemacht haben. Dieser Song eröffnet das Album mit tiefen, düsteren Glockenschlägen. Mutt Lange hasste Tonkonserven, deshalb ließ man extra eine tonnenschwere Glocke in England gießen. Weil die Vögel im Kirchturm aber zu laut waren, mussten die Aufnahmen mehrfach angepasst und der Ton künstlich verlangsamt werden. Und der Text? Erinnert ihr euch noch an die Tropenstürme auf den Bahamas? Brian Johnson saß völlig ausgelaugt und ideenlos in seinem Zimmer, als ein gewaltiger Donner das Studio erschütterte. Produzent Mutt Lange kam herein und sagte: Rolling Thunder, schreibt das auf. Der peitschende Regen und der aufziehende Hurrikan draußen lieferten Brian die direkte Inspiration für die Zeilen Rolling Thunder, pouring rain. Der Titeltrack. Malcolm und Angus sagten zu Brian, der Song solle ein Tribut an Bon Scott sein.
aber nicht traurig oder morbid, sondern eine laute Feier seines wilden Lebens. Malcolm spielte Brian das Riff vor. Brian riss den Mund auf und schrie völlig spontan: "Back in Black, I hear the sack." So entstand einer der berühmtesten Refrains der Rockgeschichte. Ein kleiner Funfact für alle Gitarristen: Dieses weltberühmte Eröffnungsriff war das allererste Lied, das Nirvana-Frontman Kurt Cobain jemals auf seiner Akustikgitarre gelernt hat. Das war der erste Text, den Brian Johnson jemals für AC/DC komplett geschrieben hat. Es ist das absolute Gegenteil von Trauer. Ein monumentaler, durch und durch positiver, Gute-Laune-Rock-Song. Anfangs wollte Brian die Textzeilen anders betonen, wodurch es fast ein bisschen folkig klang. Malcolm stoppte ihn sofort und sagte: "Nein, nein, mach es auf die alte Art, das muss rocken." Und wie es gerockt hat. Laut Berichten soll dies angeblich bis heute der meistgespielte Song in den amerikanischen Stripclubs sein. Der letzte Track des Albums und tatsächlich auch der letzte, der geschrieben wurde. Die Band brauchte noch einen 10. Song, also schüttelten Angus und Malcolm die Musik in nur etwa 15 Minuten aus dem Ärmel. Die Inspiration für den Text kam von Nachrichtenberichten über Lärmbelästigungsklagen gegen den alten Marquee Club in London. Brian Johnson ging in die Gesangskabine, rauchte gerade eine Zigarette, als Produzent Matt Lang sagte: "Brian, sag einfach was über das Intro. Rede einfach." Man kann Brians Zigarettenzug auf der Aufnahme sogar hören, bevor er wie ein Südstaatenprediger loslegt. Das Ganze wurde im allerersten Take aufgenommen. Back in Black ist nicht einfach nur ein Album, es ist eine Meisterklasse darin, wie man aus der absoluten Dunkelheit und Tragödie den größten Triumph seines Lebens erschafft. Keine Balladen, kein Selbstmitleid, einfach nur pure, ungefilterte Rock'n'Roll-Energy zu Ehren eines verlorenen Freundes. Wie seht ihr das? Welcher Song auf Back in Black ist euer absoluter Favorit? Schreibt es jetzt in die Kommentare, ich lese mir alles durch. Und wenn euch dieses Video voller Fakten gefallen hat, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da, das hilft meinem Kanal ganz extrem. Vielen Dank. Ach ja, und vergesst das Abonnieren nicht und die Glocke könnt ihr auch drücken, damit ihr immer passend zur Stelle seid, wenn es ein neues Video gibt. Danke fürs Zuschauen, keep on rockin' und bis zum nächsten Mal.